In diesem Video wollen wir mal einen Expert Advisor erstellen, der die Positionsgröße verändern kann, sobald das Nettoguthaben höher ist als das Bruttoguthaben. Also schauen wir uns doch mal an, wie man sowas mit MQL5 programmieren kann. In diesem Video werden wir einen Expert Advisor erstellen, der eine Kaufposition eröffnet und die Positionsgröße auf der Grundlage des Eigenkapitals und des Bruttoguthabens anpasst. Sehen wir uns an, wie wir das machen können. Zunächst starten wir Meta-Editor, indem wir auf das kleine Symbol klicken oder F4 drücken. Wir beginnen mit dem Import der Datei Trade-MQH, die uns die Klasse ctrade für Handelsfunktionen zur Verfügung stellt. Als nächstes erstellen wir eine Instanz der ctrade-Klasse mit dem Namen Trade. In der Funktion onTick ermitteln wir den Ask-Price für das aktuelle Symbol und normalisieren ihn auf die vom Symbol vorgegebene Anzahl von Stellen. Wenn es keine offenen Positionen gibt, eröffnen wir eine Testkaufposition mit 10 Microlots. Hier wird die Funktion TradeBuy verwendet, wobei 0,10 für 10 Microlots steht. Die Parameter umfassen das Volumen, das Symbol 0 für das aktuelle Symbol, den Ask Price, den Stop Loss Ask minus 1000 Punkte, den Take Profit Ask plus 500 Punkte und einen Kommentar 0. Nachdem wir die Position eröffnet haben, rufen wir die Funktion Change Position Size auf und übergeben den Ask Price als Parameter. Innerhalb der Funktion Change Position Size berechnen wir zunächst den Kontostand und das Eigenkapital mithilfe von Account Info Double mit den Parametern Account Balance bzw. Account Equity. Anschließend durchlaufen wir mit Positions Total eine Schleife durch alle offenen Positionen, um die Gesamtzahl der Positionen zu ermitteln. Für jede Position ermitteln wir mit Position Get Symbol das Symbol der Position und prüfen, ob es mit dem aktuellen Chart-Symbol übereinstimmt. Wenn es sich bei der Position um eine Kaufposition handelt, geprüft mit Position Get Integer mit Position Type, und das Eigenkapital über dem Saldo plus 10 Punkte liegt, schließen wir 1 Microlot der Position mit dem Trade Position Close Partial. Zu den Parametern gehören das Positionsticket, das zu schließende Volumen 0,01 für ein Microlot und eine Abweichung -1 als Standard. Nachdem wir den Code programmiert haben, drücken wir F7, um ihn zu kompilieren. Wenn Ihnen das zu schnell ging oder Sie nicht verstehen, was der ganze Code macht, sollten Sie sich den Premium-Kurs auf unserer Website ansehen oder zuerst eines der Grundlagenvideos. Wenn die Kompilierung funktioniert, kehren wir zu MetaTrader zurück, indem wir F4 drücken oder auf das Symbol klicken. Zurück in MetaTrader drücken wir Steuerung und R, um den Strategietester zu starten, wählen den soeben erstellten Expert Advisor aus, aktivieren den visuellen Modus und starten einen Strategietest. Wir sollten den Expert Advisor im Chart sehen. Wenn Sie bereits Premium-Kursmitglied sind und eine Idee für ein Video wie dieses haben, können Sie uns eine E-Mail schicken. In diesem Video haben wir gelernt, wie man mit ein paar Zeilen MQL-Code einen Expert Advisor erstellt, der eine Kaufposition eröffnet und die Positionsgröße auf der Grundlage des Eigenkapitals und des Saldos des Kontos anpasst. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Okay, Sie sollten jetzt die ersten Positionen auf Ihrem Chart sehen. Die Positionsgröße wird verändert, sobald das Nettoguthaben höher ist als das Bruttoguthaben. Falls Sie interessiert sind, können Sie sich den Premium-Kurs auf unserer Webseite anschauen. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video.